Hallo und herzlich willkommen zu einem digitalen Quick-Tipp. Mein Name ist Arno Burger und heute geht es darum, wie ihr Folien mit der Funktion Wiederverwenden kopieren könnt. Was ihr vielleicht kennt, ist, dass ihr einen Foliensatz habt, in dem habt ihr Folien, die ihr weiterverwenden wollt, und ihr habt einen Foliensatz vielleicht auch mit einem anderen Design, in das wollt ihr die Folien übernehmen. Und dann könnt ihr einfach eine Folie kopieren und die Folie dann zum Beispiel in einem anderen Foliensatz mit Steuerung V einfügen. Und hier entscheidet ihr über dieses Symbol mit der Steuerungstaste noch, ob ihr im ursprünglichen Design, im Zieldesign oder als Grafik einfügen wollt. Was es jetzt seit einiger Zeit gibt, ist innerhalb eines Foliensatzes, das wäre jetzt der Zielfoliensatz, hier unter Start Folien den Befehl Folien wiederverwenden. Wenn ihr den aufruft, dann ruft PowerPoint automatisch Foliensätze auf, die ihr vor kurzem verwendet habt. Ihr könntet hier auch nach Foliensätzen suchen, indem ihr hier einen Begriff eingebt und danach sucht. Und ihr könnt von hier Foliensätze direkt öffnen und dann so kopieren, wie wir das gerade schon gemacht haben. Oder ihr geht auf Inhalt auswählen, habt dann die einzelnen Folien dieser Präsentation, dieses Foliensatzes, und habt jetzt die Möglichkeit, das ursprüngliche Design beim Einfügen zu verwenden. Das möchte ich aber nicht. Ich möchte das Zieldesign verwenden. Also nehme ich das Häkchen raus und ich kann jetzt alle einfügen oder ich kann gezielt einzelne einfügen. Ich nehme mal hier Dehnung der Rücken- und Nackenmuskulatur. Die Folie klicke ich an, die Folie wird übernommen, das Design wird angepasst. Wenn ich dann doch noch was dran ändern will, zum Beispiel ich möchte das lieber als Bild einfügen, dann habe ich diese Möglichkeit hier auch noch. Wenn euch mehr zu der Frage interessiert, was passiert eigentlich mit dem Master beim Kopieren von einem Foliensatz in einen anderen, dazu habe ich ein anderes Video erstellt, das ist in der Infokarte verlinkt. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal. Ich wünsche euch noch viel Spaß beim Anwenden und Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.